Das ist ein Schiff, bei dem hätte ich jetzt gedacht, naja, da liegen wir vielleicht so 20, 30 Millionen Euro. Das passiert mir aber nur einmal, denn meine Lernkurve ist hier sehr steil auf der Messe. Hier ist Sven, ich grüße dich, Sven. Hallo Sven, gleichfalls Sven. Ja, willkommen auf dem Sunseeker Stand. Ja, wir stehen hier vor der 88 Yacht. Dieses Schiff ist knapp 26 Meter lang und liegt bei netto 6,9 Millionen Pfund, was versteuert bei knapp 8,9 Millionen Euro aktuell ist. Wo wird das Schiff denn gebaut? Die Schiffe werden bei uns in England gebaut, in Poole, Südengland. Sunseeker baut seit 50 Jahren Yachten. Wir kommen eigentlich aus dem kleineren Sportbootbereich. Die Sunseeker Performance Heritage ist legendär, aber der Anspruch der Kunden hat sich immer weiter geändert. Die Kunden wollen große Schiffe, sie wollen Volumen vor allen Dingen, sie wollen das meiste aus ihren teuren Liegeplätzen rausholen. Ja. Hier sieht man das sehr schön. Die Außenhülle, ist das GFK-Stahl? Was baut ihr? Ja, wir bauen immer noch in GFK. Wir sind hier im Serienbootbereich. Die Schiffe sind voll GFK. Das heißt, nicht nur der Rumpf, auch die Aufbauten sind GFK. Ja. Hier sieht man vorne ganz viele Dinge. Die Terminologie, die lernt man auf so einer Messe. Ganz oben, das heißt Flydeck, das habe ich schon gelernt. Ja, die Flybridge. Die Flybridge in dem Fall. Wäre richtig. Genau, wir haben die Flybridge. Dann haben wir natürlich die Sidedecks, das Achtercockpit. Was jetzt ganz neu ist, das ist bei dem Modell, das werden wir gleich noch sehen, ist der Beach-Club-Bereich im hinteren Bereich, zum Achtercockpit übergehend zur Badeplattform. Ja, dieses Schiff verfügt auch noch über einen Hardtop oben mit angesetzter Markise und ist, solche Schiffe fahren die deutschen Eigner teilweise noch selber ohne Crew. Das habe ich nämlich gemerkt. Also ich habe die Crewplätze gesehen. Ich habe in San Remo ein Schiff gefilmt für 30 Millionen. Da waren 8 Leute, Crew war mit dabei, ein Chefkoch und so weiter. Also der Eigner fährt ohne Crew bedeutet, er muss einiges wissen, auch über das Thema Technik, Motoren und so. Gibt es auch eine Crew? Da kann man auch mit dazu mieten? Natürlich das hängt ja ganz vom Eigner ab, ob er sich eine Crew einstellt. Natürlich könnten sie sich auch eine Crew dazu buchen. Das machen die Eigner auch teilweise, wenn sie in unbekannte Reviere fahren, dass sie sich einen Kapitän dazu buchen. Ich hatte gerade einen Schweizer Kunden hier, der hatte das Vorgängermodell von der 88er, eine 86er. Die hat er selber mit seiner Frau und einem Deckshand auf der Ostsee bewegt und ist da sogar bis auf den Saimasee, das ist die große Seenregion in Finnland, gefahren. Und wie gesagt, wenn alle mitspielen, alle ein bisschen Seemannschaft haben, mit Leinen und Fendern umgehen können, dann ist auch diese Größe kein Problem. Hier sieht man sehr schön die Länge. Das ist klar, das sind 26,38 Meter. Der Beam, was heißt das denn, Beam? Beam ist die Breite. Das ist 6,47 Meter. Das ist wirklich von Außenkante zu Außenkante. Wir sagen von Scheuerleiste zu Scheuerleiste. Wobei die Scheuerleiste hier ein wenig frei übersetzt ist, weil der Engländer sagte zu Fender Rail. Und dafür ist sie eigentlich auch gemacht. Sie sollten da nicht am Dalben lang steuern, sondern sie sollten ihre Fender auf der Höhe hängen, damit das G-Code nicht weiter strapaziert wird. Nur eben an speziellen Liegeplätzen oder wenn ein Beiboot anlegt oder so, dann werden die Fender weiter untergesetzt. Ansonsten sollten die Fender auf der Fender-Rail-Höhe sein, wo eben die breiteste Stelle des Schiffes ist. Ja, das sieht man hier. Also die Breite, das habe ich schon erfahren, das macht natürlich unglaublich viel aus bei so einem Schiff. Es ist überhaupt nicht vergleichbar mit irgendwelchen Wohnmobilen. Also man müsste hier 19 Slidouts haben und so weiter. Was sind das für Kunden? Ich sag mal, sind das auch ganz normale Leute, die sagen, ich habe da ein bisschen Spaß dran? Solche Handwerker, haben die auch? Ja, natürlich auch handwerklich begabt, aber auch ein Handwerker muss irgendwann mal zu Geld gekommen sein, ob durch eine Erfindung oder durch familiäre Geschichten. Sind tatsächlich selbst im größten Teil Selfmade-Leute, die das einfach zu schätzen, große Sachen selber manövrieren zu können und eben bei so einer Yacht ganz viel Spaß haben. Mal eben nicht ins Hotel zu müssen, sondern alle Annehmlichkeiten, ja, wie ein Haus auch hätte oder eben ein Hotel und dann das Ganze durch die Gegend zu bewegen. Wir sind natürlich in der Breite nicht begrenzt, was Sie eben schon richtig sagten, wie bei den Wohnmobilen. Das ist ja durch die Straßenverkehrsordnung schon beschränkt. Bei uns, wir begrenzten die üblichen Liegeplätze, die Breite. Ach so, die haben schon eine Breitenbegrenzung, weil ich bin ja auf dem Meer, da könnte es so breit sein, wie ich will, aber dann wird es teuer, oder? Wenn ich dann 2 Plätze brauche, oder? Genau, das ist das Problem, wenn Sie jetzt einen Katamaran haben, die ja in der Karibik sehr begehrt sind, da meistens Segel, aber auch als Motoryacht mittlerweile im Kommen sind, haben Sie das Problem, dass Sie eine ganze Côte d'Azur im Mittelmeerraum, Balearen, keine Liegeplätze finden, beziehungsweise dann 2 Liegeplätze buchen. An der Ostsee oder in den nordischen Gewässern haben Sie auch noch Dalben, die Liegeplätze eben ja wie eine Art DIN-Norm, die ist zwar
zwar nicht gibt, aber ein 26 Meter Platz ist eben immer 7,50 Meter breit. So darf das Schiff auch nicht viel breiter sein, beziehungsweise da kann gar nicht breiter sein, sondern muss ein Tick schmaler sein. Also ihr seid quasi Serienhersteller. Ich habe jetzt nicht das individuelle Boot, was für mich geplant wird, sondern ihr habt Standardtypen jetzt und dadurch wird das, ich sag mal, günstig. Wo geht's denn los bei Sunseeker, wenn ich jetzt ein kleineres Boot habe? Wir fangen bei 2,2 Millionen Euro brutto versteuert an. Dazu muss man sagen, dass die Schiffe in Pfund in England gebaut werden, also in Pfund ausgeliefert und das sich natürlich immer variiert. Aber das ist bei uns 55 Fuß, die neue Superhawk mit 2,2 Millionen, je nach Pfundkurs. Steht die hier zufällig? Ja, wenn wir einmal nach links schwenken, dort haben wir die nagelneue, die hatte hier Weltpremiere 55 Superhawk, hat einen sehr offenen Außenbereich. Das ist ein typisches Boot, was die Kunden kaufen, wenn sie ein Haus auf Mallorca oder in Südfrankreich haben und als Tages-Dayboot zum Baden nutzen. So, hier sieht man, ich sag mal, der Bereich, wo ich gerade drauf stehe, das ist der Bereich, ja, wo ich praktisch anlege und hier kann ich auch Spielzeuge zum Beispiel zu Wasser lassen. Genau, das ist die absenkbare Badeplattform. Da ist üblicherweise immer der Tender drauf oder ein Jetski. Die dient dem Transport, aber eben auch dem Tag vor Anker. Ne? Das als Badebereich, da sind links und rechts noch Verlängerungen zu den jetzt sichtbaren Treppen, die dann unter Wasser weitergehen, dass sie da eben raufkommen. Dieses spezielle Schiff hat hier ein Beach-Package mit einem Bereich für Tauchequipment, Seabob, da unten ist eine Klappe, die können Sie öffnen, da passten 2 Seabobs rein. Dann haben wir hier, das ist eine Sunseeker patentiertes Verfahren für eine Sonnenliege. Diese Sonnenliege ist jetzt, wie sie jetzt hier zu sehen ist, so ausgerichtet, dass sie zum Cockpit hin geht, wenn Sie den Deckel runterfahren von dem Beach Package, dann haben Sie die Sonnenliege nach hinten raus und können aufs Meer gucken. So, das ist der Bereich für die Crew, so viel habe ich schon gelernt, der ist meistens drin. Der ist übrigens bei der Ocean 90 so versteckt, dass ich ihn erst gefunden habe, nachdem ich gefragt habe, das will man teilweise. Und selbst die Crew hat richtig viel, Genau, Spaß, es geht da einmal um die Intimsphäre natürlich des Eigners, darum ist der Crewbereich hinten sehr abgetrennt, aber auch um die Intimsphäre der Crew, die hinten ihren eigenen Lebensbereich hat mit Bad, WC und kleiner Pantry sowie den Schlafbereich und den direkten Zugang zum Maschinenraum. Wobei, man muss ehrlicherweise sagen, Schiffe in dieser Größe, wenn sie auch von Eignern selber bewegt werden, das ist dann wie beim Auto, normalerweise mal den Ölstand kontrollieren, nach Leckagen suchen und ein laufender Service während der Fahrt ist eigentlich nicht nötig. So, ich werde da gleich zum Schluss nochmal runtergehen. Wir gehen erstmal hoch, denn das Spannende ist natürlich auf Deck. Und was kann ich denn hier bei so einem Schiff alles selber bestimmen? Das heißt, ich habe hier einen Standard Grundriss zum Beispiel, der jetzt hier vorne drin ist. Dann sehe ich, hier ist zum Beispiel ein Sofa drin. Ich muss keine eigenen Möbel mitnehmen, wenn ich nicht will, oder? Nein, also wir haben auch im Bootsbereich gibt es Trends. Der Trend ist jetzt bei Yachten, dass die Sitzmöbel variabler sind. Früher waren die immer fest gebaut in Formteilen, sodass da wenig Variabilität möglich war. Hier im Achtercockpit war immer üblich ein großer Esstisch mit einer Sitzbank, die das Schiff nach außen hin abgrenzt. Das haben wir hier jetzt nicht. Hier haben wir ja eben, wie gesagt, das patentierte Sonnenliegensystem von Sunseeker und nach hinten offen mit Glas, ganz schön gemacht. Den Abschluss nach hinten, um auch, wenn das Beach Package runtergefahren ist oder der Deckel, einen wunderbaren Ausblick zu ermöglichen. Und eben die freie Möblierung, das ist der neue Trend bei Yachten, auch in kleineren Größen, individuelle Möblierung möglich zu machen. Ja, habe ich nämlich gesehen. Also wir haben ein Boot auch gezeigt in Sanremo, das lag bei 30 Millionen, von der Größe gar nicht so weit auseinander. Aber das konnte man dann komplett selbst bestimmen. Das heißt, die haben dann gesagt, das bauen wir so, wie der Eigner das gerne haben möchte. Hier habe ich ein bisschen Einschränkungen, ich muss den Grundriss wählen. Aber der Rest, zum Beispiel der Boden, das Sofa, die Fabrics, die Holzfarbe, das kann ich wahrscheinlich wählen, oder? Genau, das ist ganz individuell wählbar. Wir machen auch Möbelumbauten. Wenn einer sagt, er möchte gerne den Esstisch hinten haben und vorne den Sofabereich, also mitschiffs, da sind wir ganz individuell. Wir befinden uns hier, wie gesagt, im Serienschiffsbau da eben Sunseeker bekannt, dass wir sehr viel Individualisierung zulassen. So, und ist jetzt ganz neu das Schiff, was hier gebaut ist? Das Schiff ist ganz neu. Das Schiff hat der Händler auf die Sunseeker London Group, die Hälfte der Produktion von Sunseeker International abnimmt, gekauft von der Werft und nach einer So ungefähr, also nach einer im Entwurf, oder? Nee,
was dem allgemeinen Geschmack entspricht und was die Masse möchte. Ganz ehrlich, ich finde es wunderschön und was mir auffällt, es ist nicht zu abgehoben, sondern also ich sag mal, es ist wohnlich auch für eine längere Zeit. Wenn du hier, ich sag mal, drin bist und bist in einem Museum, sage ich jetzt mal, praktisch auf Modern Art, irgendwann wird das den Leuten vielleicht ein bisschen langweilig. Was ich merke ist, helle Holzfarben, du hast unglaublich viele Naturstoffe mit drin und ja, man kann ja bestimmte Dinge tauschen, aber jetzt hier fest eingebaute Vertäfelungen, auch da zu spielen mit hellen und dunklen Farben, das ist Sunseeker sehr gelungen, oder? Ja, also na gut, da ist natürlich ein erfahrenes Team am Werk. Was Sunseeker eben für bekannt ist, wenn man hier auch die Couchgarten anguckt, ausreichend große Sitzflächen. Da sind Italiener, die tricksen da teilweise. Das sieht dann optisch in dem Prospekt ganz toll aus, aber dann fehlt ihnen die Sitztiefe auf dem Sofa. Und das haben wir auch hier, wenn Sie die Sitzgruppe sehen, auch da die Tische, die Stühle an dem Tisch ausreichend groß, dass auch beleibtere Menschen hier bequem sitzen können. Das Ganze hat einfach sehr viel Platz und ist praktisch. Na, denn, Steuerstand, das sehe ich jetzt mal gerade hier, was wir sehen. Ich bin gerade mit meinem Mikrofon, bin ich an das Steuerungssystem gekommen. Alles ist busgesteuert hier, gell? Ja, das ist heute Standard, die Bussteuerung. Wobei wir ja anders als im Auto als Yachthersteller kein Generallieferant sind, sondern die einzelnen Elemente, wie man hier sieht, das ist MTU, Motorendisplay. Da sind die Simrad-Kartenplotter, da ist ein Ship-Management-System, was individuell für Sunseeker gefertigt wurde. Die Überwachung der Stabilizer und. Wie gesagt, das ist ein bisschen anders als im Automobilbau. Vielleicht doch mit den Wohnmobilen zu vergleichen, wo dann sehr viel herstellerabhängig ist. Ja, also fast wie ich sag mal, eine Mischung zwischen Flugzeug und Wohnmobil, so ein bisschen, was ich hier sehe. Die Küche hier vom Grundriss her sehr offen, da sieht man schon, hier ist wahrscheinlich kein Chef hier am Kochen jeden Tag mit einer eigenen Küche, sondern das ist quasi ein kleines Haus auf Rädern, ne? Genau, wir sind hier zwar auf 26 Metern, aber es ist eben doch noch nicht der Superjachtbereich. Und wie gesagt, diese Yachten werden auch sehr gerne von Eignern als Familie genutzt, maximal mit 1-2 Mann Crew, also Deckshand und Stewardess. Aber auch die Eignergattin selber kocht sehr gerne oder nutzt die Küche. Und diese Schiffe sind ausgelegt. Ich sage immer das Penthouse auf dem Wasser. Ne? Die Kunden lieben das. Sie möchten eben die Privatsphäre erhalten und eben nicht mit großer Crew fahren. Wenn Sie Boot fahren können, können Sie eigentlich jede Bootsgröße fahren. Motoren, Welle, ganz normal Bug- und Heckstrahlruder. Bug- und Heckstrahlruder, das habe ich gemerkt, sie sind sehr, sehr manövrierfähig. Man spricht ja davon, wie das Schiff fährt und sich auch bewegt. Und das Ganze ist natürlich sehr interessant. Ich gehe mal ein bisschen durch, zeige mal ein paar Sachen. Und hier sieht man sehr schön das ganze Einbau. Ich sag mal, Material ist hier in dem Fall von Miele. Sieht man ganz, ganz oft, ist getestet. Und wenn ein, ich sag mal, Einbaugerät von Miele rausgeht, wird es erstmal auf Herz und Nieren getestet. Ist das der Standard, den ihr wollt? Das ist so. Ich gucke mal gerade ganz kurz. Also hier vorne hast du eine Miele Mikrowelle mit drin. Du hast also hier, ganz kurz mal schauen, eine Außentür mit eingebaut. Also man kann hier auch noch mal raus. Ich habe ganz viele Roomtouren habe ich ja zusammen gemacht und da könnt ihr euch das Ganze mal anschauen, wo ich wirklich jeden Schrank, jede Schublade öffne und dann auch mal genau beschreibe, wie man hier rausschaut, wie das Ganze wahrgenommen wird. Das ist wirklich vom Feinsten hier. Und Sven ist allerdings sehr gefragt. Ich muss sagen, du bist hier im Vertrieb in Deutschland. Wie viele Leute habt ihr, die Deutsch sprechen bei euch? Aktuell auf dem Stand sind wir mit 5 Leuten, die Deutsch sprechen. Wir haben natürlich mehrsprachige Kollegen, die auch teilweise Deutsch sprechen, aber eben dann nicht Natives sind. Ich muss jetzt leider einmal weiter runter. Sehr gerne. Ich mach mal die Rundtour selber. Erstmal vielen, vielen Dank. Preis nochmal von der hier, last but not least. Der Preis für dieses Schiff hier liegt bei 6,8 Millionen Pfund, so wie sie hier ausgestattet ist, inklusive der Stabilizer, Generatoren, Klimaanlagen, diesen speziellen Hölzern und so weiter und so weiter. Nach oben gibt es da garantiert noch die eine oder andere Anpassungsmöglichkeiten. Es fehlt noch das Satellitenfernsehen, was im Einser 6 ist. Auch der Tender ist eigentlich immer mit dabei. So ein Williams-Tender, je nachdem, kostet um 70.000 € in der Größe, der hier benötigt wird. Dann die Seabobs. Aber wir reden hier, wie das Schiff hier steht, Abwerft, Pool, England, 6,85 Millionen Pfund. Das sind ungefähr Euro, 8 Millionen. Ungefähr. Ein bisschen mit Steuer, ein bisschen mehr, knapp 9. Ja, vielen Dank, Sven. Ich werde eine weitere Roomtour jetzt mal machen mit euch. Wir gehen jetzt erstmal runter. Dort befinden sich üblicherweise die Schlafzimmer. Bitte, was sagst du? Tut mir leid, ich muss eben. Ja, gar kein Problem. Ganz, ganz wichtig. Vielen Dank, Sven. Tschüss. So, und wir machen das jetzt mal selber. Wir gehen jetzt mal hier runter, schauen uns mal alles mal ein bisschen an. Denn,
Also erstmal vielleicht für euch, dass man, was man für ein Feeling hier hat, wenn man allein hier auf dem Teppich läuft. Ich bin ja jetzt zurzeit gerade nur auf Socken unterwegs. Das ist der Standard. Man zieht die Schuhe aus auf dem Schiff und hat wirklich ein ganz, ganz softes Feeling. Man läuft quasi auf Wolken hier drauf. Und Doppelbett hier auf der Seite, großer Kleiderschrank auf der Seite, immer mit Spiegeln. Du hast also unglaublich viel verspiegelt. Hier hast du dann nochmal großer Fernseher, in dem Fall hier, ja, es könnte sein 55 Zoll, der hier von Samsung drauf ist. Dann das Badezimmer mit wirklich schönen Armaturen. Durafit jetzt in dem Fall hier drin, aber eine Festhangtoilette von Tecma. Das kennen wir schon aus dem Wohnmobilbereich. Und da habe ich eben noch Späßchen gesagt, ja, das ist das Einzige, was hier vollkommen identisch ist. Und eine große Dusche mit bodenebenem Ablauf rundherum und eine Regendusche hier mit eingebaut. Also hier ist es schon ein bisschen kleiner, aber das sind so die Crewkabinen, die jetzt hier mit dazukommen. Es gibt immer so einen Master Bedroom, den werde ich euch gleich mal zeigen. Das ist quasi für die Gäste, die mit unterwegs sind, die Kinder, die Angehörigen und. Ein großer Kleiderschrank ist mit dabei. Auch hier mal zeigen. Der ist mit drin, das Ganze natürlich Soft Close. Wenn irgendwas verbaut ist, wie zum Beispiel Feuerlöcher, ist das meistens auch außen angezeigt. Das ist das Bussystem übrigens. Und hier hat man programmierte Schalter mit drin, die dann quasi mit den Lichtszenarien dann genauso programmiert werden, wie man sie benötigt. An der Seite das gleiche dann nochmal. Dort hinten ist das große Schlafzimmer. Hier nochmal 2 Einzelbetten mit der Ausstattung, auch wieder extra Bad mit eingebaut. Das heißt, die Personen haben ihre komplette Privatsphäre, wie man das wahrscheinlich kennt, auch von großen Kreuzfahrtschiffen. Also hier alles nochmal komplett gespiegelt. Das Badezimmer mit drin mit indirekter Beleuchtung und hier nochmal das Duschbad. Mit Regendusche natürlich. Kann man wirken lassen. Oben übrigens, alles ist hier mit einer Textur versehen. Oben Textilien, wo man hinschaut. Hier hat man Mikrofaser an der Wand hier nochmal mit dran. Also auch im Serienbau eine sehr, sehr schöne Fertigung. Auch hier sieht man also auch, alles hat hier eine Struktur, wenn man das haben möchte. An der Seite, es wird hier nochmal wiederholt, die Struktur. Wenn man näher rangeht, ist das Ganze auch nochmal zu sehen. Sieht ganz schick aus. Und dann geht's rückwärts dann nochmal rein in ein weiteres Schlafzimmer. Das ist Schlafzimmer Nummer 3 mit einem großen Queensbett hier mit drin und ja, einer sehr interessanten Struktur an der Seite. Man sieht bestimmte Designelemente, sieht man bei Sunseeker immer wieder. Großer Fernseher hier und eine Couch, ja, ein richtig kleines Apartment hier schon mit drin. Das heißt also, hier hat jeder seinen eigenen Bereich. Hier großer Schminktisch, Badezimmer und Schränke. So, hier habe ich gelernt, feste ziehen, denn alles ist mit Magneten flächenbündig hier nochmal verschlossen. Und auch hier ein Blick ins Badezimmer rein und das ist jetzt sehr, sehr großzügig, aber noch nicht das Größte, was ich bisher gesehen habe. Doppelwaschbecken hier, Ausstattung hier pragmatisch, würde ich mal sagen. Und Toilettenanlage. Ja, man hat hier so eine Natursteinoptik mit dabei, durchlaufend. Ob es echt ist, habe ich noch nicht ganz rausbekommen, aber es sieht so ein bisschen aus, als wäre es hier ein Kunststein, der verwendet wird. Und dann gehen wir in das große Schlafzimmer ganz am Ende. Gehen durch, da sind wir und nochmal ein Queensbett. Also hier interessantes Highlight ist natürlich der Ausblick. Du hast hier freien Ausblick auf beide Seiten. Also wenn man hier sitzt, dann schaut man aufs Meer, kann alles beobachten. Die Sonne scheint natürlich nicht direkt hier rein. Großer Fernseher mit eingebaut und
ein begehbarer Kleiderschrank auf der linken Seite. Das werde ich euch gleich mal zeigen. Also für rund 8 Millionen bekommt man wirklich sehr viel Luxus geboten. Hier nochmal das Thema Schminken mit drin. So, mein Handmikro mit dabei, deswegen ist es nicht ganz so easy, aber das werden wir gleich nochmal umrüsten, wenn die Sandra kommt. Ich bin mal sehr gespannt, die wird mir helfen, mal alles hier zu öffnen und auszuprobieren und so weiter. Die Hilfe kommt in Kürze und ich bin hier schon ganz aufgeregt, wenn sie kommt, was sie sagt zu diesen wirklich tollen Luxusjachten, die hier drin sind. Das ist wirklich ein echter Hingucker. Badezimmer, 2 Waschbecken mal wieder. Also hier alles ein bisschen anders. Du hast etwas mehr Platz als in dem anderen Raum mit dem Queensbett. Und das ist die größte Kabine, die hier mit drin ist, mit großer Dusche. Hier können auch 2 Leute gleichzeitig duschen oder Leute, die natürlich ein bisschen kräftiger sind. Das ist kein Thema. Ich habe also sehr, sehr viel Platz. Echt Glas natürlich. Und hier die Toilette von Tecma. Also in dem großen Yachtbau ist Tecma unterwegs. Ich, Fun Fact, habe auch eine Tecma-Toilette. Das ist so ziemlich das Einzige, was uns hier verbindet, hier mit diesem großen Schiff. Überall hat man Schränke, die sind eingebaut. Wir gehen nochmal hoch, dass wir nochmal ein bisschen ins Leben kommen hier rein und sehen dann hier nochmal den Steuerstand. Üblicherweise hier nochmal eine Toilette. Können wir mal gucken, ob ich recht habe. Jo, das habe ich nämlich schon gelernt. Neben dem Steuerstand ist immer eine Toilette mit dabei, sodass also das Gäste-WC erreichbar ist direkt vom Wohnzimmer aus. Hier mit dabei. So, wir schauen uns mal ganz kurz um. Hier geht es dann raus in die große weite Welt hier auf der Messe. Und man kann also auch hier, das ist ein nettes Detail, hier auch einfach reinschauen, kann auf das Boot schauen, kann sich nochmal ein Bild machen von den großen Yachten. Hallo, alles gut? Ist das schön hier auf der Messe? Nett ist es, ja. Und das hier, ich bin jetzt hier, gucke mir die ganzen Sachen an. Ungefähr der Preis, was schätzt du, was es kostet? 15. 15? Du darfst nochmal schätzen. 35. 35, nochmal? 55. 8,8 Millionen. Also ein Schnäppchen. 6,2 Millionen oder 6,5 Millionen Pfund und umgerechnet, die meisten vertun sich. Ich habe keine Ahnung von Yachten gehabt. Ich stand davor, habe gesagt, das Ding kostet 30 Millionen Euro. Also rechnet mein 15 ja eigentlich gar nicht so schlecht. Nee, gar nicht so schlecht, war nur das Doppelte. Ausstattung dazu. Aber ich könnte wetten, wenn man das noch ein bisschen schick macht, da ist man bei 15, ja. Wenn man dann irgendwas sagt. Kissen und man braucht ja noch ein bisschen Ausstattung. Ihr kommt woher, wenn ich fragen darf? Berlin. Aus Berlin. Wo liegt das ungefähr? Berlin? Das war ein Scherz. So, ich guck mal gerade. Wir sind ja jetzt hier in Düsseldorf, weißt du, da tun ja immer so. Du weißt, wie die hier reinkommen, die Boote? Durch das Tor da hinten. Durch das wie kommen sie hierher? Ja, die kommen auf dem Rhein. Die fahren die wirklich, Doch, ja, die fahren die auf den, ich habe dann gefragt, wie das Ganze funktioniert. Wie funktioniert das? Die haben einen riesen Kran, die heben die dann, also Big Wheelie oder wie das Ding auch immer heißt. Und dann werden sie hier reingedrückt und deswegen ist die Halle hier so interessant. Und die fahren wirklich, und die kleineren Schiffe, die kommen per Schwertransport. Wir hatten nur gedacht, wegen den Brücken, dass das vielleicht gar nicht ausreicht, weil die ja doch relativ hoch sind. Nee, also hier, die kommen tatsächlich über den Rhein. Und das ist übrigens ein Schauspiel für alle Düsseldorfer. Ich habe mich da erkundigt, die wirklich hier stehen, ein Schiff nach dem anderen trudelt hier ein. Vielen Dank, gell, euch. So, ich gucke mal gerade hier rein. Also großes Sonnendeck hier mit drauf. Leute sind richtig begeistert hier, wenn ich hier mal hochschaue. Und der Blick hier quasi von der Situation. So, ich setze mich mal kurz in meinen Poppes hier hinten rein. So, und dann kann ich jetzt mal ganz groß zielen und das ist der Blick von ganz vorne nach ganz hinten. Ich bin noch ganz happy, dass ich also hier alles wirklich so anfassen und filmen kann. Und das ist die Titanic-Position mit Kate Winslet damals. Hier hat sie dann gestanden und das Flydeck gespielt. So, und wenn man sich hier hinsetzt, da hat man noch eine schöne Sitzgruppe und das ist dann der Ausblick von hier aus auf den Steuerstand, der hier ist. Oben wahrscheinlich noch ein Steuerstand, das werden wir gleich mal sehen, mit größter Wahrscheinlichkeit. Hier ist schon mal Tee angerichtet, der Earl Grey ist hier drauf. Und das ist der Blick jetzt hier auf den Stand
von vielen weiteren Anbietern. Wir werden versuchen, alle zu besuchen. Das wird eine Riesenaktion, weil ich werde jetzt hier nicht die Halle 6 verlassen, ohne dass wir nahezu jedes Schiff gefilmt haben, was hier drauf ist, und müssen euch das zeigen. Das ist hier ein Sonnendeck. Hier kann man sich dann schön hinliegen und ja, kann sich die Sonne auf den Bauch brezeln lassen. Große Scheibenwischer, es könnte ja auch mal regnen. Das ist hier mit drin und hier sieht man also, wie stark besetzt hier dieser Stand ist, wie stark besucht. Hier vorne eine Neuheit, eben habe ich es noch erfahren vom Sven, wenn das auch weiß, hier ein Hotseller, die Superhawk 55. Ihr merkt, gebt mir noch 5 Tage, dann bin ich so richtig fit. Heute der 24. Januar 2023 auf der Boot. So, wir gehen einen Stockwerk höher. Das ist der Blick nochmal von der anderen Seite auf das patentierte System. Gehen hoch und erkunden mal die oberen Bereiche. Hier alles ein kleines bisschen kleiner als bei dem 90er, was wir gezeigt haben, aber doch noch ausreichend luxuriös. Wenn ich hier nämlich ganz zurückgehe, dann sieht man sehr, sehr schön, dann ergibt sich hier ein ganz großer Raum, passend für ja, so 15, 20 Personen, die hier ein bisschen Spaß haben können. Hier kann sich einer hinlegen. Das Ganze natürlich auch zeitgleich. Und hier oben nochmal die Technik vom Schiff, Radar, Satellitennavigation, Beacons. Mittlerweile gibt es ja auch ein Computersystem, was automatisiert dann die Position über Telemetrie versendet. Und das ist eine Markise, die schwarz in schwarz gehalten ist, mit der natürlich die Sonne möglichst abgehalten werden soll. Ein kleines Liegebett, hier aus Carbon gefertigt, eine sehr stabile Tür, die ich schließen kann und damit ich auch nicht abstürzen kann, unter anderem, und die auch verschließen kann. Eine Bar, die steht hier vorne. Dann ganz großer Tisch, der zusammengeklappt werden kann. Man kann das Ganze anheben und 3 Barhocker, natürlich fest verschraubt. Das, was ihr seht, ist alles echter Stein. Ich habe eben mal versucht, hier die Spülenabdeckung hochzuheben. Die ist richtig schwer und du hast also hier im unteren Bereich dann lauter Kühltheken und Truhen. Die sind dann nochmal verriegelt. Natürlich darf auch von einem namhaften Hersteller Marine Cooker von Tech Impacts oder Tech Impacts könnte man das heißen. Die sind wahrscheinlich auch in irgendeiner Halle, stellen aus, das auch nicht fehlen, mit einem Spiegel, sodass ich die Konsistenz des Grillgutes von beiden Seiten auch sehen kann. Ja, schicker Gasgrill. Habe ich so oder so ähnlich dann wahrscheinlich dann, wenn ich so ein Schiff besitze, dann auch zu Hause in meinen mehreren Standorten, wo ich dann zu Hause bin. Hier kann man sich hinsetzen und hier ist nochmal eine weitere Sitzgruppe auf der linken Seite neben dem Steuerstand. Und hier habe ich die gleiche Technik nochmal mit allen möglichen Navigationshilfen, wie unter anderem ein Tiefensonar. Das haben wir eben auch schon mal gesehen in der Demo. Schön, also hier kann ich dann sehen, wie die Beschaffenheit des Untergrundes ist und. Also ich werde mich jetzt mal informieren hier auf der Messe und einiges mitnehmen, sodass die Terminologie, die hier verwendet wird in der Schifffahrt, da weiß ich zum Beispiel, dass hier ist ein Steuersystem, damit kann ich das Schiff zum Beispiel um die eigene Achse drehen. Das sind Strahlruder, Bug- und Heckstrahlruder, die ich dann auch einzeln bedienen kann. Es gibt jede Menge Kamerasysteme, die mir helfen zu navigieren, und das ist ja mal eine schöne Scheibe, die ich hier oben drin habe. All das hier auf der Boot zu sehen in Halle Nummer 6. Und glaub mir eins, es sind so viele Hallen. Ich muss auf jeden Fall nach Cannes fahren. Das ist die größte Luxusausstellung. Und dort muss ich mir mal weitere Boote mal anschauen. Ob die dann in der Marina liegen oder alle in der Halle sind, all das werde ich dann erfahren. Aber hier mal ein netter Eindruck eines Serienherstellers aus England. Mit viel Individualität, was wir gelernt haben. Man kann wirklich vieles, nahezu alles dann auch nochmal selbst bestimmen. Bloß den ganz großen Grundriss, da kann ich wählen aus einer
Vielzahl von Grundrissen, die ich habe und natürlich auch, was mein Scheckbuch, mein Sparbuch hergibt. Hallo, ich komme mal runter und dann sind wir mit dem Schiff auch schon durch. Wir gehen aber noch mal gerne mal ganz runter und schauen uns noch mal die Cabin Crew an, die dann ganz unten liegt. Das habe ich euch gesagt und dann werde ich es auch tun. Und das ist der Eingang hier zum Thema Waschmaschine und Besatzung, wenn sie denn mitfährt. Hier kann natürlich dann auch jeder auch mitfahren, Gäste und so weiter. Oder Kids können hier schlafen. Also das wäre auch mein Bereich. Kannst du hier eine Playstation installieren. Hier vorne kleiner Fernseher mit dabei. Hier nochmal das Steuerungssystem für das ganze Schiff, ein Bussystem, dann 2 Waschtrockner und den Zugang zum Maschinenraum. Da gehen wir gleich mal rein, gucken uns die Maschinen nochmal an. Allzu viel sieht man nicht, aber eine Stockbettenkombination und das Ganze meistens 2-mal. Wir schauen mal gerade, ob ich da recht habe. Hier ist nochmal Dusche mit dabei und auf der Seite der Maschinenraum. Da gehen wir jetzt mal ganz kurz rein. Hier stehen noch jede Menge Staubsauger und hier ist tatsächlich, da ist die zweite Schlafgelegenheit für die Crew. Ich gehe mal ganz kurz hier durch. Wow. Victron Energy hier in dem Fall drin. Das heißt, wir haben hier ein Quattro 5000 eingebaut, kennen wir ja. Das Ganze läuft auf, mal gucken wie viel Volt, meistens 24 Volt hier drin. Ja, 24 Volt, eine Quattro 5000 hier eingebaut, jede Menge Lüfter, Stabilisationssysteme, falls das Schiff am Anker liegt, dass es auch ja nicht wankt und jede Menge Ladegeräte und, was das Herz begehrt. Dann Isolationstransformatoren, das ist auch interessant, denn ich hänge hier am Landstrom und ja, damit auch ja nichts passiert, wird erstmal die Spannung komplett nochmal übersetzt und da habe ich einen Input und einen Output vom Landstrom, den ich hier damit anschließe. Und gucken, ob ich irgendwas erkenne, was ich irgendwie aus der Praxis kenne. Hier vorne ist nochmal ein Stromgenerator von Kohler. Mal schauen, ob es auch einer ist. Müsste eigentlich einer sein. Und spannend. Kann man schauen. Kohler Decision Maker 3500. Sieht auf jeden Fall mal gekapselt aus und ich schätze mal, es ist ein Generator. Ja, das ist die Maschine. Eine der Maschinen. Das Ganze gibt es dann 2-mal. Und auf der Seite nochmal das gleiche. So, wir gehen raus. Die Leute warten auch schon draußen. Ganz kurz. Hier ist es ein bisschen enger. Hallo? Hallo? Hallo. Es ist schön hier. Ja, ich muss da einmal ganz kurz in die Cabin Crew gucken, dann bin ich fertig. Dann könnt ihr aber schon mal vorgehen. Ich nehme an, ihr wollt in den Maschinenraum. Ja, ihr wollt nicht, genau. ihr wollt nicht die Stockbecken von der Mannschaft sehen, oder? Nee. Wir schauen uns auch die an. Okay. Geht es so? Kommen wir aneinander Ja, vorbei? ist super. Klappt alles. Ja. Besten Dank. Sehr, sehr gerne. Und viel Spaß im Maschinenraum. Ja. Dankeschön. Aber nicht einsparen. Das mal sehen. Hier Stockbetten nochmal mit dabei. Und ja, so, ich sag mal, geht's zu, wenn man hier alles ein bisschen enger, ein bisschen wie im U-Boot hier. Aber ganz ehrlich, ich bin es ja eng gewohnt. Das hier ist ja, guck mal, Küche ist noch mit dabei. Hier auch mit einer kleinen Mikrowelle mit drin, kann ich mir noch was warm machen. Und eine kleine Waschgelegenheit. Also das sind die Plätze für die Crew oder für weitere Gäste, die ich dann nicht ganz so lieb habe. Man kann ja auslosen, aber ganz ehrlich, du, wenn ich hier mitkäme, dann würde ich auch unten schlafen. Bisschen ausspannen, mal so 2-3 Wochen, dann würde ich auch mal hier was servieren, würde mal ein paar Dokus drehen. Das ist das Schiff nochmal hier, die Yacht 88 von Sunseeker. 24. Januar 2023. Hier ist German Television. Abonniert German Television. Denkt dran, drückt auf die Abo-Taste. Vielen Dank fürs Einschalten. Tschüss.